Bausteinsäule von Hans Arp finde ich besonders toll, weil es seine künstlerische Entwicklung grundsätzlich auf den Punkt bringt. Es ist also eine Verbindung von diesen organischen, biomorphen Formen mit geometrischen Figuren. Sie spielt sehr stark mit dieser Verwandlungsthematik. Sie durchbricht auch das lineare, geometrische von der Architektur. Es ist eine aufgeräumte Architektur, die auch Ruhe ausstrahlt. Und im Prinzip ist das auch, finde ich, notwendig, wenn man kreativ sein will. Es ist noch ganz gut, wenn die Umgebung ruhig gehalten ist und gleichzeitig inspirierende Formen birgt. Hallo Ursula. Ciao. Schön, Hallo. dich zu sehen. Schön, dass wir uns hier vor dieser tollen Skulptur treffen können. Ja, ich habe das Glück, sie jeden Tag zu sehen. Ja, du bist extra gekommen. Architektur und Kunst stehen bei der Schule für Gestaltung Basel in einem spannungsvollen Wechselspiel. Die Kunstgewerbeschule, so wurde sie früher genannt, teilt sich den Campus mit der Allgemeinen Gewerbeschule. Die Bausteinsäule von Hans Arp ist nicht nur ihr Wahrzeichen, sondern auch ein international bekanntes Kunstwerk. Zuerst denkt man, es ist eigentlich klar, eine Auftürmung von verschiedenen Modulen. Und dann sieht man, dass das eben doch alles komplexer ist, als man denkt. Und eben auch sehr, sehr dynamisch ist. Es muss sehr geschickt gemacht sein, also auch technisch, wie das Ding so steht. Es gibt nicht eine durchgehende Achse an und für sich. Die Schwerpunkte sind ja wie versetzt. Ja, stimmt. Und ich finde, man sieht sehr schön das Spiel. Absolut. Ja. Das untere und das obere Modul sind ja eigentlich identisch, nur verdrüllt. Also vertikal und horizontal gewendet. Genau, ja. Das ist richtig. Ist fast so eine Protagonistin sozusagen. Also die Unbedingt. Architektur ist fast wie eine Theaterbühne. Ja, und die Ausrichtung und der Ort, wo es steht, ist extrem bewusst gewählt. Und es gibt so eine Konzentration mit dieser wunderbaren Säule. Es ist ja auch ein sehr reiches Areal, eben mit all diesen verschiedenen auch Kunstwerken am Bau, die ja mitkonzipiert worden sind vom Architekten auch, Von oder? Anfang Von Hermann Bauer. Im Gestaltungsprozess hat er sehr früh Künstler einbezogen und Kunst am Bau ist ihm ganz wichtig. Es haben verschiedenste Künstler mitgewirkt, auch ehemalige Lehrpersonen, da ist Armin Hoffmann dabei oder Walter Bodmer mit Metallplastiken. Ja. Der Arp ist wahrscheinlich der international prominenteste Künstler, der hier vertreten ist. Oder einer. Gut, Armin Hoffmann und Emil Ruder, die beide auch mal zeitweise hier die Schule geleitet haben, sind weltbekannt für Typografie, für Grafik. Auch wegen ihnen sind damals sehr viele Leute auch gekommen, international. Der Entwurf der neuen Gewerbeschule von Architekt Hermann Bauer bringt die Vielfalt der Räume in eine überschaubare Einheit. Ein allgemeiner Schultrakt, ein 8-geschossiger Bau für gestalterische Berufe, die Maurerhalle und Werkstätten. Jeder Gebäudeteil bringt seine Eigenart baulich zum Ausdruck. Hermann Bauer arbeitet mit seinem Sohn Hans-Peter Bauer und den Architekten Franz Bräuning und Arthur Dürig zusammen. 1961 ist das neue Schulareal fertig gebaut. Das ist das erste von den beiden Wandreliefs vom Hans Arp. Das ist jetzt wie ein Halbrelief eigentlich, oder? Absolut. Das ist etwa 2-3 cm tief. Die Struktur in der Vertiefung ist eine andere, ist eine vertikale Verschalung und nachher vorne dran ist die horizontale. Und es ist interessant, dass es als Wandrelief bezeichnet, weil gleichzeitig ist sie eigentlich auch eine freistehende Skulptur. Das stimmt, in mehreren Teilen eigentlich. Ja. Und es gibt so schön Durchblick auf die tolle Faltwand von der Maurerhalle. Was ich ehrlich gesagt nicht gewusst habe, ist, dass die Figur ja auf die 30er Jahre zurückgeht. Hans Arp hat bereits in den späten 30ern und Mitte der 50er Jahre mit den Formen der Basler Stele in kleiner Dimension experimentiert. 1961 wird die 8 Meter hohe Betonsäule in 3 Elementen gegossen und vor Ort aufeinander gestapelt. Obwohl die Säule zuerst in Weiß geplant war,
wählt Hans Arp bewusst denselben grauen Naturzement der Architektur, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Da ist der skulpturale Aspekt noch deutlicher, der aber wirklich dazu einladet, dass man um die Figur herumläuft. Noch mehr als bei den anderen. Er spielt mit nicht ganz den Blick freigeben. Und das führt einem als Objekt auch wie eine Einleitung, oder? Eigentlich ins Gebäude. Ja. Das Treppenhaus, das ist auch toll. Das ist jetzt eines von diesen Wandreliefs, die man auf jedem Stock findet, von Armin Hoffmann. Sehr eingebettet in die ganze Architektur und man sieht die Verschalungen, die da bewusst so schmal, vertikal und horizontal gewählt sind. Schön ist einfach, es gibt eine ganz andere Oberflächenstruktur auf jedem Stock. Toll. Ja, und eben das Reliefthema ist wirklich ein bisschen ein Leitmotiv. Wow. Und die Pyramide, die auch mit dieser Dreieck gespielt, von unten sieht man das gar nicht. Und dann der Teich, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, man hat wirklich auch für sehr viel Grün gesorgt. Und wenn man die Säule von oben sieht, sieht man nochmal, wie sehr schön sie da reinpasst und platziert ist. Gut, dann gehen wir wieder. Ja.